Hallo zusammen, mein heutiges Thema ist die Umwandlung einer OHG oder KG in eine GmbH. Die meisten Umwandlungen sind natürlich steuermotiviert. Aber warum? Sie können doch jetzt schon eine Besteuerung auf 28,25% beantragen. Dieses und vieles mehr bespreche ich heute mit Tetje. Mein Name ist Thomas Breit, Steuerberater aus Hamburg. Moin Thomas, vielen Dank für deine Einladung, dass ich hier sein darf. Heute geht es ja um die Umwandlung einer KG oder OHG in eine GmbH. Die GmbH ist ja mit 30% besteuert. Wenn ich jetzt aber als dein Mandant schon eine Besteuerung von 28,25% auf Antrag habe, warum um alles in der Welt sollte ich eine GmbH gründen? Wo liegt mein Denkfehler? Kein Denkfehler. Also wenn du das beantragt hast mit den 28,25%, dann machen wir auch keine GmbH. Und dann wäre das sogar schädlich, weil dann kommt es automatisch zu einer Nachversteuerung, weil du ja einen Regimewechsel machst, du verlässt das Einkommensteuerrecht, gehst mit der GmbH ins Körperschaftssteuerrecht, dann musst du die gesamten begünstigten Gewinne nochmal zwangsausschütten, so wird das gestellt. Also das würden wir auf gar keinen Fall tun. Das wäre ja hervorragend, wenn du das gestellt hast. Es ist eher umgekehrt. In der Regel sind nicht die 28,25% beantragt. Und dann kommen die Leute natürlich mit einer 42- oder 45-prozentigen Steuerbelastung und sagen, oh, ich habe mal gehört, die GmbH, da muss ich hier nur 30% besteuern. Also dann fangen wir erstmal an aufzuklären und sagen, naja, aber das stimmt ja auch nicht ganz. Denn neben den 30-prozentigen Besteuerungen sind ja noch die Restgewinne, die, wenn man sie sich dann ausschütten lassen würde, nochmal mit 25% belastet werden. Also wir liegen ja insgesamt bei 48%. Aber das ist genau der Punkt. Erstens, der Antrag auf 28,25% ist nicht gestellt und b, das Verständnis ist falsch, weil man immer denkt, 30% ist definitiv und abschließend die Besteuerung, ist aber gar nicht, sondern 48%. Ja. Und dann würdest du schon gar nicht zu mir kommen und sagen, ich möchte eine GmbH werden. Aber ich habe doch die Haftungsbeschränkung bei einer GmbH. Das ist doch ein Argument, oder nicht? Ja, die Haftungsbeschränkung ist aber auch, ja, natürlich ist in dem Wort Gesellschaft mit beschränkter Haftung das Wort Haftungsbeschränkung. Aber es ist auch so, wenn du umwandelst, hast du auf jeden Fall nochmal eine 5-jährige persönliche Nachhaftung. Zweitens, du hast Durchgriffshaftung, also du haftest nicht für alles beschränkt. Drittens, die Banken wollen eigentlich immer für jeden kleinen Kram, den du haben willst, wollen die Bürgschaften, persönliche Bürgschaften für dich haben. Was bleibt noch von der Haftungsbeschränkung übrig? Dann hast du noch deine persönlichen Versicherungen, Haftpflichtversicherung, Betriebshaftpflichtversicherung, die ja auch schon was abdecken. Dafür brauchst du also auch nicht diese Gesellschaftsform. Also der Kreis, für den eine GmbH aus haftungsrechtlicher Sicht noch Sinn macht, der wird immer dünner. Und das ist dann meistens so Leute, die natürlich mit Chemikalien zu tun haben oder Personenbeförderung zu tun haben. Also wo auch das Risiko besteht, dass eine Versicherung das nicht trägt, für die macht das dann vielleicht noch Sinn. Aber so der normale Mensch, der das nur aus der Steuermotivation heraus macht, für den braucht man nicht die Haftungsbeschränkung. Also man kriegt ja auch nicht die Haftungsbeschränkung, die man sich erhofft, ne? Okay, aber angenommen, wenn man alle Faktoren mit einbezogen hat und zu dem Schluss kommt, okay, ich gründe jetzt eine GmbH, weil das steuerlich absolut sinnvoll ist für mich. Was habe ich bei der Umwandlung zu beachten? Ja, bei der Umwandlung muss beachtet werden, es muss alles rein in die GmbH. Und es ist eben auch so, das Betriebsvermögen einer OHG ist steuerrechtlich zweischichtig. Einmal das Gesamthandsvermögen, also das, wo auch die OHG oder KG Eigentümerin ist, plus das Vermögen der Gesellschafter, das den Gesellschaften gehört, also das Sonderbetriebsvermögen. Hast du dafür ein Beispiel? Ja, also wenn du eine OHG hast und ein Gesellschafter gehört die Immobilie, die von der OHG genutzt wird, so steht natürlich im Grundbuch nicht die OHG, sondern der Gesellschafter. Und es ist auch zivilrechtlich das Vermögen des Gesellschafters, nicht der OHG. Steuerrechtlich ist es aber anders. Steuerrechtlich gehört diese Immobilie zum Sonderbetriebsvermögen der OHG, also das Gesamtbetriebsvermögen im Steuerrecht ist das OHG-Vermögen plus das Vermögen der Gesellschafter, das durch die OHG genutzt wird. So, und jetzt musst du bei der Umwandlung auch diese Immobilie mit in die GmbH einbringen. Und das ist natürlich auch grunderwerbsteuerpflichtig. Und dann ist die Immobilie, geht auch vom Vermögen weg vom Gesellschafter rein in die GmbH.
Das klingt ja nicht so richtig cool. Es kann auch total, also das ist auf jeden Fall, könnte man sagen, das ist eine Umwandlungssperre. Ne, also das wäre eine Überlegung, das nicht zu tun, aus dem Grund. Aber jetzt sagen wir, die GmbH kann einem ja schon richtig leid tun. Gibt es denn gar keine Vorteile? Sie wird ja voll das Stiefkind. Ja, es gibt ja, es gibt einen Vorteil, die betriebliche Altersvorsorge. Immerhin. Ja, weil du brauchst ein Gehalt nach betrieblichen Altersvorsorgegesetz und das kannst du nur wirklich bekommen über eine GmbH. Und die 5 Wege der betrieblichen Altersvorsorge kannst du auch nur über eine GmbH ermöglichen. Wobei, man muss auch ein bisschen kreativ sein. Deswegen muss man nicht zwingend umwandeln und eine Vollumwandlung machen. Man könnte ja auch seine Personengesellschaft fortführen und parallel eine GmbH gründen als zum Beispiel Tochtergesellschaft. Und darüber, die füttert man mit Geld, darüber erfüllt man die Voraussetzungen für eine betriebliche Altersvorsorge. Und dann hat man doch alle 5 Wege der betrieblichen Altersvorsorge, ohne dass man sein Gesamtkonstrukt umgewandelt hat. Ja, irgendeinen Sinn muss sie doch haben, die GmbH. Hast du sonst noch Anmerkungen, die nützlich sind für die Umwandlung in eine GmbH? Nein, es gibt keinen, es gibt nicht wirklich. Hätte ich mir eigentlich schon denken können. Immer die Kombination. Also die GmbH will ich nicht verteufeln, dass sie niemals auftauchen darf. Aber alleine isoliert für sich macht sie selten Sinn. Aber das Zusammenspiel zwischen einer Personengesellschaft und einer Kapitalgesellschaft, da kann man erhebliche Steuervorteile mit bewirken, ja. Dann macht sie schon Sinn, war aber nicht für sich isoliert, sondern im Zusammenspiel. Die ganzen Kniffe, wie das Ganze am besten funktioniert, für wen es sinnvoll ist, das erfährt man bei dir. Ja, ob die Umwandlung einer OHG oder KG in eine GmbH bei Ihnen Sinn macht, das muss man ermitteln. Aber wie gesagt, nicht nur an fiskalischen Parametern, sondern auch an parafiskalischen. Ja, und dann müssen Sie halt daran denken, 28,25% können Sie beantragen, wenn Sie bilanzieren. Dafür brauchen Sie keinen Rechtsformwechsel. Auf der anderen Seite bitte überschätzen Sie nicht Ihren Steuersatz. Errechnen Sie ihn bitte in Abhängigkeit Ihres zu versteuernden Einkommens zu Ihrer festgesetzten Steuer und gucken mal, ob Sie da überhaupt über oder unter 28% liegen. Denn egal, was wir machen, 28,25% ist der Steuersatz und nur die Differenz zu einer darüberliegenden Besteuerung ist der Vorteil, den ich Ihnen bringen kann. Wenn Ihnen das hier gefallen hat, abonnieren Sie bitte meinen Kanal. Thanks for watching.